Coming up. Solarzellen, Häuser und Hafenrundfahrt. Hallo Welt, wir sind Bettina und Rolf, ein Paar aus der Schweiz, und wir sind auf einem grossen Roadtrip durch Europa. Wir sind unterwegs mit unserem VW-Bus T3, der den Namen Catwiesel trägt. Komm mit auf unsere Reise, es wird ein Abenteuer. Schnall dich an, es geht los! Catwiesel. Weitere Nacht bis wahrscheinlich knapp 0 Grad. Aber heute Morgen, aber es war schön warm in der Nacht. Und jetzt das Sünneli ist da. Wir waren gestern noch aus am Abend in einem kleinen Beizli da in Val du Rara. Ich habe ganz feine Pizza gegessen. Und sizilianisches Bier getrunken. Und dann ist Michel Hunziker im Fernsehen gekommen. Und das haben wir uns in ein Gespräch verwickeln mit dem Wirtepaar, das Pizzaiolo und seiner Frau wahrscheinlich auch Bedienung gemacht hat. Und ja, fast mit Händen und Füßen, aber das war irgendwie auch schön. Wir fahren also los und drehen noch eine kleine Runde durch Volturara Irpina. Wir haben das Städtli schon sehr lieb gewonnen und seine Bewohner beäugen den Catwiesel und seine Crew. Wir fahren Richtung Süden. In der Region Basilicata unterwegs. Das ist ganz südlich in Italien, sozusagen zwischen den Zechen und dem Absatz vom Stiefel gelegen. Das ist eine Gegend, die relativ wenig stark besiedelt ist. Es hat irgendwie fast keine Bäume. Es sind eigentlich vor allem Hügel, Felder. Wir gehen heute auf Matera. Dort hat es ganz bekannte Höhlensiedlungen, uralte, die sogenannten Sassi von Matera, die wir dann sicher noch anschauen wollen, wenn wir dann dort sind. Wir übernachten in Matera neben der Solarfarm der ersten Generation. Das ist eine Solarfarm der zweiten Generation. Die Häuser von Matera Sassi liegen eng nebeneinander.
Sie sind förmlich in Fels gehauen. Alles ist durch enge Gassen verbunden und sehr verwinkelt. Man geniesst den Ausblick in die steile Schlucht. Hier im Hintergrund sieht man jetzt Sassi di Matera, die bekannte, berühmte Höhlenstadt. Natürlich gibt es auch hier Sonnenuntergänge. Kitschbabe Alert ist gerade. Wir fahren noch auf die gegenüberliegende Seite. Hier ein bisschen nördlich von Brindisi, am Meer. Und machen jetzt gerade eine Kaffeepause. Vorher dürfen sich aber der Catwiesel und seine Crew noch in Szene setzen. Sind doch schick, oder? Jetzt zum Leben im Bus. Hier ist Teil 9. Kaffeepause. In Apulien, ganz im Süden vom Absatz von Italien, finden wir die kleine Stadt Otranto. Gewitterwolken bauen sich auf und der Regen lässt nicht lange auf sich warten. Wir sind hier an der Adria zwischen Brindisi und Bari und haben hier hinten so einen schönen Turm namens Torre Testa. Es schmeckt überall nach so einem speziellen Kraut, wo wir nicht so genau wissen. Wir würden dem irgendwie wahrscheinlich Currykraut sagen, aber wir sind nicht so ganz sicher, was es ist. Auf jeden Fall ist es ein ganz schöner Platz. Der Beifahrer wird gerade im Moment verpflegt. Feine Pistachiochokolade. Ein gewaltiger Vogelschwarm kreuzt unseren Weg. Wo wollen die echt hin? An unserem heutigen Schlafplatz ist die Küste wild und windig. Ein bisschen weiter nördlich gibt es viele kleine Steinmauern, die die Felder abgrenzen. Wahrscheinlich für die Schafe. Da gibt es auch herzige alte Steinhäuschen. Oft sind die Jahrhunderte alt. Im kitschigen Ort Alberobello sind die massenhaft anzutreffen. Wir haben jetzt uns mit 2 begnügt.
Bari fahren wir über eine grosse Brücke und biegen bald drauf ins Hafengelände ein. Es geht weit und alles ist ein bisschen verwirrend. Wir sind skeptisch, ob wir alles richtig machen. Wir sind jetzt am Hafen von Bari. Von da geht es über auf Griechenland, auf Patras. Und Buchung scheint geklappt zu haben. Auf jeden Fall haben wir Passports oder da die Tickets für die Kabinen und fürs Fahrzeug und so weiter alles bekommen. Ja, jetzt müssen wir noch warten, etwa knapp eine Stunde, bis dann losgehen für aufs Schiff. Und dann geht es aber noch ein Zeitchen, bis das Schiff losfährt um 7:30 Uhr am Abend. Also noch ein bisschen Zeit zum Überblicken. Bald geht es aber los. Also kehren wir wieder um. Ich sage euch eins, so Fähre fahren ist ein hoher Stress. Irgendwie verwünschen wir dann die richtige Fähre und auch die richtige Auffahrt. Welcome on board in unserer wunderschönen Kabine. Ich glaube, sie ist sogar grösser wie der VW-Bus. Und sie hat eine Dusche. Das hat der VW-Bus nicht. Bald legt die Fähre ab und wir verabschieden uns nach 7 Wochen von Italien.
Auf nach Griechenland. Auf Wiedersehen, Italien. Es war sehr schön. Yassas, Griechenland. Coming next. Strand, Schneeberge und Freddo Espresso. Aber das ist eine Geschichte fürs nächste Mal. Weasley.